Jetzt ist das letzte Buch des verstorbenen Astrophysikers Stephen Hawking erschienen und es ist eine Mahnung an die Menschheit. Die Wahl von Donald Trump, der Brexit. Es handele sich um eine Revolte gegen Expertinnen und Experten und damit auch gegen die Wissenschaft. Eine messerscharfe Analyse der Situation der Welt und eine düstere dazu. Klicks um Science Fiction. Bei uns gibt's täglich Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Herzlich willkommen. 1, 2, 3. Können Sie mich hören? Es war eine wunderbare Zeit zu leben und über theoretische Physik zu forschen. Unser Bild des Universums hat sich in den letzten 50 Jahren erheblich verändert und ich bin glücklich, wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leisten konnte. Dass es uns Menschen, die wir selbst hauptsächlich Ansammlungen von Partikeln der Natur sind, möglich war, einem Verständnis der Gesetze, die uns und das Universum regieren, so nahe zu kommen, ist ein großer Triumph. Ich möchte meine Aufregung und Begeisterung für diese Suche gerne teilen. Schauen Sie also zu den Sternen und nicht hinab auf Ihre Füße. Versuchen Sie, den Sinn dessen zu ergründen, was Sie sehen und was unser Universum existieren lässt. Seien Sie neugierig. Und wie schwer das Leben auch scheinen mag, es gibt doch immer etwas, das Sie tun und worin Sie erfolgreich sein können. Es kommt darauf an, einfach nicht aufzugeben. Danke fürs Zuhören. Das sind laut einer Veröffentlichung der Cambridge University die letzten Worte von Stephen Hawking. Ein flammender Aufruf an die Menschheit, in die Zukunft zu schauen und sie zu gestalten. Es ist vielleicht sein wichtigstes Vermächtnis, denn es ist nicht nur ein Fazit seines Lebens, sondern auch ein Appell. Und in seinem neuen Buch Brief Answers to the Big Question, auf Deutsch kurze Antworten auf die große Frage, unterstreicht er diesen Appell nochmal. Und er bringt ein großes Problem nochmal auf den Punkt. Es sei, Zitat, eine globale Revolte gegen Experten und das schließt Wissenschaftler ein. So Hawking. Can you hear me? So fangen seine letzten Worte auf Englisch an und es war ihm immer sehr wichtig, gehört zu werden. Deshalb jetzt auch nochmal die Veröffentlichung des neuen Buches. Und es ist das Buch eines Experten, eines Wissenschaftlers. Und darin geht es um eine der zentralsten Fragen, die sich Hawking in seinen letzten Lebensjahren gestellt hat. Denn immer mehr trat er in die Öffentlichkeit, wohl wissend Teil der Popkultur zu sein. In Star Trek spielt er Poker mit Newton, Einstein und Data. In The Big Bang Theory verblüfft er Sheldon Cooper und mit den Monty Pythons singt er den Galaxy Song. Er nutzt seine Popularität aber eben nicht nur für profane Unterhaltung, sondern setzte sie immer effektiver ein, um Statements, Warnungen und Ideen zu verbreiten. Ihm war wohl sehr bewusst, welche Wirkung er im Zeitalter von Facebook, Twitter und Google entfalten kann. Und das hatte alles immer öfter, immer weniger mit seinem Fachgebiet zu tun. Hawking mischte sich mehr und mehr in die öffentliche Diskussion ein. Es dürfte ihm klar gewesen sein, wie wenig Zeit er noch hatte und welchen Beitrag er zur Gestaltung unserer Zukunft leisten kann. Wenn Hawking etwas sagte, hatte das erhebliches Gewicht und so ging er sehr gezielt Themen an, die wahrscheinlich für das Fortbestehen der Menschheit entscheidend sein werden. Er wirkte als der öffentliche Hawking, der weniger über schwarze Löcher, den Urknall oder die Zeit sprach, als über künstliche Intelligenz, Aliens oder das Verlassen der Erde. Und wenn er in seinen letzten Worten die Menschheit auffordert, zu den Sternen zu schauen, dann ist das ganz konkret gemeint. Hawkings größte Befürchtung war die Zerstörung der Erde, denn die kommt laut ihm so oder so. Egal ob Klimawandel, Asteroiden, Supervulkane und. Die Liste ist gar nicht so kurz. Hawking sah die einzige Möglichkeit der Menschheit zu überleben darin, die Erde zu verlassen. Und damit dürfte er goldrichtig gelegen haben. Denn manches können wir vielleicht abwenden. Vielleicht schaffen wir es sogar, den Klimawandel abzuwenden oder Asteroiden vor einem Einschlag hier abzulenken. Aber die Summe aller Gefahren, die ist einfach nicht abzuwenden. Seine extremste Vorhersage von 100 Jahren, in denen wir spätestens hier aufbrechen, ist vielleicht oder wahrscheinlich sogar übertrieben. Aber dennoch liegt er damit nicht ganz falsch. Immer mehr entdecken wir, wie wir die Erde unbewohnbar machen. Artensterben, Plastikmüll überall, Überfischung. Zusätzlich zu den natürlichen Gefahren, die drohen, arbeitet die Menschheit sehr effektiv daran, ihren Lebensraum zu zerstören. Es ist nur weitsichtig, uns zum Verlassen der Erde aufzufordern und auf anderen Planeten Lebensräume zu entwickeln. Es wird wahrscheinlich die nächste Evolutionsstufe der Menschheit sein, unwirtliche Orte so zu verwandeln, dass wir dort überleben können. Vielleicht ist die Erde gar nicht der optimale Platz, um als intelligente Spezies zu überleben. Vielleicht ist sie nur unsere Wiege
und dauerhaftere Lebensräume scheinen uns heute als unbewohnbar, haben aber die Vorteile, dass sie zum Beispiel keinen Vulkanismus haben und keine Tektonik. An anderer Stelle ist Hawking dagegen sogar extrem technologiefeindlich. Das ist schon verblüffend. Zum einen ist er glühender Anhänger einer sich schnell entwickelnden Raumfahrt, andererseits will er die Menschheit stoppen. Er warnt eindringlich vor zwei zentralen Szenarien für unsere Zukunft. Das ist zum einen die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, zum anderen die Forschung nach Aliens. Bei beidem sind wir schon sehr weit fortgeschritten und Hawking nutzte jede Gelegenheit, um davor zu warnen. Gerade in den letzten Jahren ist eine Diskussion über die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz, KI, entflammt und Hawking hat sich ziemlich klar positioniert. Er sieht die Menschheit durch KI gefährdet. Er sagt, dass es für uns nicht abzuschätzen ist, wie sich KI uns gegenüber uns verhält, als dann überlegene Spezies. Passiert das Gleiche wie bei uns Menschen? Beim Kontakt mit weniger entwickelten Zivilisationen geht das für die immer schlecht aus? Wird KI also die Welt erobern und uns vernichten? Laut Hawking ist das nicht im Vorhinein zu klären und schon jetzt gibt es Beispiele, die besorgniserregend sind. Der YouTube-Algorithmus, der auf Google Brain, einer KI basiert, ist ein gutes Beispiel. Er kennt keinen Unterschied zwischen gut und böse oder wahr und falsch. Er hat eine Aufgabe bekommen und die erfüllt er mit Bravour, koste es, was es wolle. Er soll die Watchtime, die Verweildauer auf der Plattform verlängern. Dafür pusht er Videos, die möglichst lange angesehen werden. Die Inhalte sind ihm dabei egal. Im Bereich Wissenschaft führt das dazu, dass die meistgesehenen Videos die über Verschwörungstheorien sind. Videos, in denen erklärt wird, warum die Erde flach ist oder warum die Sonne kalt ist. Das ist zwar noch nicht die KI, die uns als Identität gefährlich werden kann, aber dieses Verhalten zeigt auf, was passiert, wenn wir weniger intelligentere Spezies einer KI mit speziellen, aber uns überlegenen Fähigkeiten einen Auftrag erteilen. Die Konsequenzen können wir nicht einschätzen und genauso könnte es dann auch bei KI mit umfassenden Fähigkeiten sein. Hawking dazu: Der Erfolg bei der Schaffung einer effektiven KI könnte das größte Ereignis in der Geschichte unserer Zivilisation sein oder das Schlimmste. Wir wissen es einfach nicht. Also können wir nicht wissen, ob wir unendlich von der KI unterstützt oder ignoriert, gefüttert oder möglicherweise zerstört werden. Und er hat recht. Und es ist wichtig, dass er hier seine Autorität in die Waagschale legt, um uns zum Nachdenken und zur Vorsicht zu mahnen. Und genauso warnt er auch vor dem Kontakt mit Aliens, denn hier stehen wir vor genau demselben Problem bzw. derselben Frage. Wie werden sie sich gegenüber uns verhalten? Werden sie uns friedlich begegnen oder uns als eher niedere Lebensform wie Ungeziefer betrachten? Ganz Unrecht hätten sie ja nicht. Zurzeit sind wir für den Planeten eine Plage und eine intelligentere Spezies könnte uns sogar mit gutem Grund von diesem Planeten tilgen. Uns zu vernichten wäre wahrscheinlich die effektivste Methode, den Klimawandel aufzuhalten. Es wäre den Außerirdischen nicht zu verdenken. Gut, dass es mit Stephen Hawking einen gibt, der uns diese Sicht der Dinge mit seiner Autorität näher bringt. Vielleicht regt er damit den ein oder anderen Entscheidungsträger zum Handeln an. Die EU jedenfalls plant bereits Regelungen zum Umgang mit KI und Robotern. Ja, wenn ihr diesen Text nochmal nachlesen wollt, dann lest dieses Buch hier mit einem Beitrag über den Hawking der letzten Jahre, der sein ganzes Gewicht in die Waagschale eben legte, um gehört zu werden. Das Ganze gibt es mit Eine kurze Geschichte der Zeit in diesem schönen Geschenkschuber und ihr bekommt es direkt einfach hier draufklicken. Und hier darunter geht's weiter, dafür auch einfach draufklicken. Es gibt keine schwarzen Löcher. Stephen Hawking schmeißt alles um. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.